Ja, okay, das ist schon geil. Groß, günstig und Gaming, der 98 Zoll TCL UHD 870 ist davon vielleicht sogar die Steigerung. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de. Und ja, es kann durchaus sein, dass man diesen 98 Zoll Fernseher mit HDMI 2.1 Gaming Features mal für unter 2000 Euro bekommt. Deshalb haben wir ihn für euch getestet. Dieses Video wird nicht ganz so ausführlich wie andere Fernsehvideos, denn ich möchte mich auf das beschränken, worum es bei diesem riesen Fernseher wirklich geht und die anderen Punkte nur kurz behandeln. Den detaillierten Testbericht findet ihr natürlich auf HiFi.de, den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Den UHD 870 gibt es von TCL in 85 und 98 Zoll. Wobei wir uns in diesem Video nur mit der 98 Zoll Version auseinandersetzen, denn es gibt schon ein paar Unterschiede zwischen den beiden Größen. 98 Zoll ist natürlich riesig. Das sind 2,5 Meter Bildschirmdiagonale oder, um es mal so zu sagen, ca. 2,6 Quadratmeter Bildschirmfläche, also größer als die meisten Gäste-WCs. Damit dieses Monstrum auch gut steht, sind große, schwere Metallfüße unten dran, die man einfach, sicher und sogar in verschiedenen Höhen montieren kann. Ansonsten sind Design und Verarbeitung eher einfach, aber solide. Ich meine, das hier ist ein 55 Zoll Fernseher, damit man mal sehen kann, wie groß 98 Zoll in Wirklichkeit sind. Der TV hat alle üblichen Anschlüsse, wobei der eARC-Anschluss keine der beiden HDMI 2.1 Schnittstellen belegt. Außerdem gibt es noch einen Klinke-Kopfhörereingang und einen analogen AV-Anschluss, zum Beispiel für ältere Konsolen. Das Google TV Betriebssystem bietet eigentlich alles, was man braucht und lässt sich auch einfach bedienen. Entweder per Sprachsteuerung oder mit der zwar nicht wirklich schönen, aber zweckdienlichen Fernbedienung. Jetzt kommen wir aber zur Bildqualität. Der Koloss hat ein VA-LCD-Panel, aber ohne Local Dimming. Damit kommt er zwar auf eine Spitzenhelligkeit von 430 Nits im neutralen Filmmaker-Modus und der Kontrast liegt auch über 6000:1. Aber der Schwarzwert lässt schon ziemlich zu wünschen übrig, wenn auch nur kleine Teile des Bildes wirklich hell sind. Da sind schwarze Kinobalken dann gerne mal eher dunkelgrau. Die Farbraumabdeckung ist zwar noch ziemlich groß, aber die Abweichungen sind mit einem durchschnittlichen Delta Error 2000 von über 2 schon sichtbar. Ich sag's mal so, man sieht auf dem 98 Zoller schon, dass Filme in High Dynamic Range mehr hermachen als welche in Standard Dynamic Range. Aber man hat weder viele dunkle Details noch wirklich helle Highlights und sonderlich akkurat sind die Farben dann auch nicht. Aber für die Preisklasse ist das trotzdem ein gutes Bild. Denn es ist heller und bunter, als viele Einstiegsfernseher es schaffen und eben riesig. Außerdem hat man bei vorsichtiger Dosierung der Zwischenbildberechnung auch noch echt gute Darstellung von schnell bewegten Inhalten. Und für Kinofilme schafft er 24 Hertz, für Gamer aber sogar das 10-fache. Und das ist ja quasi schon die Überleitung, denn an der Gaming-Front bietet der 98 Zoll Fernseher auch eine ganze Menge. Dank HDMI 2.1 ist Gaming in 4K-Auflösung, Dolby Vision und 120 Hz möglich. Mit Variable Refresh Rate und einem Input-Lag von gerade mal 11 Millisekunden ist das auch äußerst responsive. Und mit einem soliden Gaming-PC kann der TCL-Fernseher sogar 240 Frames per Second anzeigen oder 144 FPS in 4K-Auflösung. Und der Standard-Spielemodus hat dann auch noch ein wirklich natürliches Bild, noch akkurater als das zum Beispiel bei LG-Fernsehern der Fall ist. Der Sound vom 98 Zoll TCL-Fernseher ist eigentlich echt okay. Der Bass ist solide und der Fernseher wird auch ziemlich laut. Also man braucht da keine 200 € Soundbar drunter stellen. Nur wenn man mehr Bass oder mehr Surround Sound will, aber dann muss man auch schon nochmal 500 € oder mehr in die Hand nehmen für die Soundbar.
Wenn du einen wirklich großen Fernseher zum halbwegs bezahlbaren Preis haben möchtest, dann führt kein Weg am 98 Zoll TCL UHD 870 vorbei. Ja, er hat seine technischen Grenzen beim Bild und natürlich kann er auch kein ganzes Heimkino beschallen. Aber am Ende ist das Gebotene dennoch stimmig und er sollte jeden Beamer in dem Preissegment schon bei Filmen locker in den Schatten stellen. Obendrauf kommen aber noch die hervorragenden Gaming-Eigenschaften, die man bei Beamern vergeblich sucht. 4K Gaming mit Dolby Vision bis 144 Hz, ein neutrales Bild und niedriger Input-Lag sind einfach nur geil. Und ich meine, gebt euch diese Größe! Den detaillierten Testbericht findet ihr über den Link in der Beschreibung natürlich auf hifi.de. Mich interessiert jetzt aber noch, was ist eure Meinung zu einem 98 Zoll Fernseher? Würdet ihr dasselbe Geld lieber in einen perfekten 65 Zoll OLED stecken? Oder fragt ihr euch, warum sie nicht direkt 100 Zoll gemacht haben? Teilt eure Meinung unten in den Kommentaren. Und wenn euch ein perfekter 65 Zoller interessiert, dann schaut am besten mal in dieses Video rein.